Ja, das wird ein Face. Guck's dir an? Ist es nice? Willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Ich war live und habe aus Nanoblocks diese Figur hier gebaut. Naja, fast. Und die Stunde Livestream, die habe ich auf 15 Minuten runtergeschnitten für alle die nicht dabei sein konnten. Und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Film ab. Ach, schön. Ja, ich würde sagen, in 2 Minuten fangen wir an. Hört ihr mich gut? Ja, nochmal sorry, dass ich den Stream verschoben habe. Aber es war vorhin 32 Grad im Cave und es war zu heftig. Ich bin kaputt gegangen hier. Ich ziehe jetzt auch mal die Kopfhörer ab, weil ich mich sonst doppelt höre. Guck mal hier, das ist das aktuelle Thermometer aus dem Man Cave. 31 Grad, 43% relative Luftfeuchtigkeit. Es ist noch leicht warm hier drin und ich mache auch später das Fenster auf. Ich habe jetzt alles zu, Ventilator aus, Fenster zu, damit ihr mich gut hört. Und ich mache es aber nachher mal an, auf, damit es hier ein bisschen kühler wird. So, und jetzt erzähle ich euch auch, was ich heute alles so geplant habe. Also, wir werden heute was basteln, nämlich wir basteln Nanoblocks. Ich hoffe, man sieht es gut. Ich habe das noch nie gemacht. Nicole hat die mir geschenkt, nämlich die sind aus einem Asia-Store aus Berlin. Ich fand's ultra cool und das machen wir heute. Das ist nämlich schon eine Weile her, dass ich was gebastelt habe. Das letzte, was ich nämlich zusammengefügt habe aus Bausteinen, war diese Geschichte hier. Der Ecto One. Richtig nice, oder? Ja, den Ecto One, den habe ich mit Lukas gebaut. Ist schon eine Weile her. Zwischendrin haben wir dann auch mal die ISS aufgebaut von Lego. Die ist allerdings runtergefallen und jetzt in 1000 Kleinteilen. Streamst du Low Quali? Ich weiß nicht, ob ich Low Quali streame. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich streame High Quali. Okay, auf jeden Fall, der Ecto One, das war das letzte, was ich zusammen mit einem Kumpel gebastelt habe. Das hat total Laune gemacht. Und die ISS, die zeige ich euch irgendwann ein andermal. Heute machen wir diese Nanoblocks. Und ich habe das noch nie gemacht. Die sollen viel kleiner sein als Lego. Ich darf auch nicht Lego dazu sagen. Jeder, der die Thomas Panke Videos anschaut, weiß warum. Und jetzt guckt euch das mal an. Warte, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. So, das sind diese Nanoblocks. Die sind aber ultra cool. Also es gibt hier viel schräges Zeug, was die anbieten. Und die Preise sind auch okay. Und heute bauen wir Kumade. Und Kumade ist eine Lucky Charm Rake. Also ein Glücksbringerrechen. Und dann habe ich das mal gegoogelt. Den Link kann ich euch eigentlich auch mal in den Chat packen, wer das dann später nachbauen will. Und wir bauen heute eine Kumade. Kumade. Und als ich das gegoogelt habe, war das Erste, was ich gesehen habe. Das. Und ich dachte so, was soll das? Und dann, wenn man dann aber ein bisschen weiter googelt, dann merkt man schnell, dass die Kumade eben so ein Farmwerkzeug ist. Also so ein Bauern... wie sagt man da? Ein Bauernhofwerkzeug, ein Rechen. Und damit haben die halt alles Mögliche gemacht. Und den Rechen, den gibt es eben, wie gesagt, als Werkzeug. Dann gibt es den aber auch noch als Waffe. Und das hier, das ist dann quasi die Ninja-Technik der Rechen. Ja? Fand ich cool. Und ich mache das jetzt einfach mal auf. Ich habe noch nie, wie gesagt, Nanoblocks gebaut. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt mega der Fitzelkram wird. Wir machen heute das und dann haben wir sogar noch was zu feiern. Steht drauf, wie viele Teile es sind. 220 Pieces und es ist Schwierigkeitslevel 3. Und ich denke, wir bekommen das doch hin. Hoffentlich ist es nicht so ein krasses Gefutzel. Irgendwas rauscht da im Hintergrund. Ich habe schon alles ausgemacht. So, wir haben hier ein Päckchen, noch ein Päckchen. Ich reiße die gleich alle auf, damit es nicht so blendet. Dann haben wir hier wahrscheinlich die Anleitung. Ja, sieht geil aus. Sieht schön japanisch aus. Hoffentlich blicke ich das. Oh boy. 1, 2, sind die nummeriert? Nein. Holy moly. Okay, eine Rückseite gibt's nicht. Nicole schreibt, dass es nicht so easy ist wie Lego. Ich merke das auch gerade. Ich mache jetzt einfach alle auf. Ich mache alle auf, dass ihr
erstens seht, wie schön diese Steinchen sind und damit diese Folien hier nicht so komisch reflektieren. Und dann können wir ja auch sortieren und das schaffen wir schon. Immer rein in die Masse. Achso, der Grund, warum ich heute übrigens live das Ganze mache, ist, ich habe jetzt schon vor lange kein Video mehr gebracht und aktuell schneide ich auch eins. Das dauert allerdings noch so ein bisschen. Export-Level ohne Anleitung bitte. Dann doch lieber mit Anleitung machen. Aber nochmal zu dem Video. Also ich schneide gerade ein längeres Video, schon seit ein paar Wochen. Und jetzt geht es aber erstmal in den Urlaub. Und dann dachte ich so, bevor ich jetzt in den Urlaub verschwinde und ihr wieder ein paar Wochen nichts zu sehen bekommt, machen wir heute so eine Live-Session und gucken jetzt einfach, vielleicht wird es derber Murks, vielleicht wird es auch cool. Und ich schnapp mir jetzt einfach mal 2 Vierer. Ah, hier sind die. Okay, ich glaube, damit fange ich an. Das ist so klein, Mann. Hier sind jetzt meine Nupsi-Dinger. Ist geil, wenn man keine Ahnung hat, wie die ganzen Teile heißen. Ich brauche da echt eine Lupe oder sowas. Das sind, guck mal, wie klein das ist. Hier fangen wir jetzt an. Und ich verzweifle schon daran, die Dinger zu finden. Ja, Lego for Ants. Ey, ich bin ja ein erfahrener Lego-Bauer, würde ich behaupten. Aber dass mich das mal so überfordert, hätte ich nicht gedacht. Wir haben Zweier, aber eckig. Und dann gibt es Zweier, aber rund. Ich mache das jetzt einfach so. Boah, und was auch richtig fies ist, wenn ich in dieser Top-Down-Perspektive bin, in der Kamera von oben, dann sieht man hart meine Glatze. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so belastet. Jetzt gebe ich Gas. Die Zweier hier. Jetzt brauche ich so schräge, ja komm, ich nehme die hier. Schräge Zweier, die nach oben gehen. Guck dir diese Mini-Steinchen an, Mann. Guck dir das an. Der Anfang war jetzt echt ein bisschen hart. Tut mir leid. Aber ich glaube, jetzt läuft. Ist der Podracer dann funktionsfähig? Ich wette, es gibt auch einen Podracer davon, oder? Ey, das heitert mich übrigens sehr auf, was ihr mir hier im Chat schreibt. Ich hab jetzt schon. Also selbst wenn das heute nichts wird, habe ich mega gute Laune durch euch. Ich zeige euch gleich mal einen Zwischenstand. Ey, ich habe jetzt 220 Steine und Nicole schreibt, dass es einen Kirschbaum mit 1800 Teilen gibt. Ja. Never. Es ist viel Gerätsel, was man jetzt als nächstes hinzufügt. Ich hoffe, es gibt so weiße Steine mit einem Einser in der Mitte. Ich erkenne noch gar nichts. Das ist so schlimm. Ich muss auch erstmal reinkommen. Okay. Das ist mein Zwischenstand gerade, an dem man noch nichts erkennt. Und wir sind schon eine halbe Stunde dabei. Es wird hoffentlich einfacher. Wir werden gleich mal einen Bastelbreak machen, weil dann erzähle ich euch was. Ich glaube, es ist nicht so spannend. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, ob es spannend ist. Chillige Mucke wäre mega, ja. Soll ich, wenn ich live mache, soll ich das auf YouTube machen oder soll ich auf Twitch streamen? Die Frage mal so in den Chat. Twitch oder YouTube? YouTube, Twitch. Ich lasse euch da mal ein bisschen abstimmen, weil es gibt natürlich auch die Option, dass ich zuerst auf Twitch streame und das Video dann halt ja so zusammengefasst auf YouTube hochlade. Würde ich eigentlich auch cool finden. Immer noch 31 Grad. Crazy. Crazy. 37 Grad. Rekord war bei 48. Ja, krass. Da geht's mir hier noch richtig gut im Man Cave. Aber geil, gönn dir. Grüße nach Sizilien. Sind wir heute international. Und das kommt jetzt hier drauf. Moment, ich hoffe es hält.
Sieht aus wie eine kleine Fledermaus oder sowas. Man erkennt echt noch gar nichts. Oh nein, jetzt ist hier eine Motte oder ein Falter drin. Oh mein Gott. Oh, verpiss dich. Guck dir das an. Man kann schon wenigstens ein bisschen was erkennen. Also ich mache gerade diesen Teil. Komm, das macht mich jetzt sogar schon ein bisschen glücklich. Hier kommt jetzt noch so ein glattes Teil hin. Ja, Mann, der Progress ist real, ey. Ich hab's unterschätzt. Aber ist doch ganz geil. Also ist doch eigentlich ganz geil. Ich blende nochmal den Shop hier ein. Es ist doch eigentlich ganz geil, dass man hier für teilweise relativ wenig Geld dann doch so viel Bastelspaß in Anführungszeichen bekommt. Alter, was es für Teile gibt, Mann. Hör mir auf. Space Center Deluxe Edition. So weit sind wir jetzt. Ich lege es mal kurz zur Seite, weil ich habe nämlich jetzt noch eine Ankündigung. Was gibt's zu feiern? Ich habe es selber verpeilt. Am 9.7. ging Eiche-Machen-Sachen online. Das heißt, wir haben ein Jahr Eiche-Machen-Sachen zu feiern. Da habe ich hier diese schäbige Kerze vorbereitet. Eine Kerze für ein Jahr EMS. So besser. Ach komm. Ja, und die zünden wir jetzt an. Ich wollte eigentlich irgendwie so eine Folge machen, um auf das Jahr zurückzublicken und wie es eigentlich losging, weil es war ja so ein Lockdown-Hobby, Lockdown-Projekt. Ich finde es total geil, es macht mich total glücklich und es war ein cooles Jahr und ich habe geiles Feedback von euch bekommen und coole Projekte gemacht. Und vor allem das Geile an Eiche-Machen-Sachen ist, dass ich quasi immer Dinge beende. Ich weiß nämlich jetzt ganz genau, dass wenn ich diesen Nanoblock-Shit angefangen hätte, dass ich den nicht zu Ende gemacht hätte. Und jetzt habe ich so auch ein bisschen das schlechte Gewissen. Jetzt werde ich das Ding, auch wenn der Stream nachher zu Ende ist, 20 Minuten haben wir ja noch, dann werde ich das zu Ende bauen und dann werde ich das filmen und dann werdet ihr wenigstens sehen, wie es dann am Ende fertig ist. Und so war das mit total vielen Sachen. Also so war das halt echt mit Dingen, wo ich garantiert weiß, okay, das liegt jetzt ewig rum oder das wirst du nie zu Ende machen, weil du noch XY Dinge zu tun hast. Und deswegen finde ich den Kanal geil, das tut mir total gut. Und ja, auch deswegen nochmal Danke an euch. Kamen geile Abonnenten dazu. Was will man mehr? Was will man mehr? So, Kamera auf die 2. Hier ist das Feuer. Wir zünden jetzt die Kerze an. Happy Birthday YouTube-Channel! One. Ey, ich mach die gleich wieder aus. Hier sind 1000 Grad drin, Mann. Das ist nur symbolisch. Wir sind ernsthaft. Wir sind bei Schritt. Ich zeige euch mal, was wir jetzt geschafft haben in 40 Minuten. Ja, und wir sind bei der 9. Also wir haben 9 Schritte in 40 Minuten mit Gelaber und mit Filmen gepackt. Und ja, das ist noch der ganze andere Rest. Ich denke, dass der Lockdown einige Leute zu Dingen gebracht hat, die sie davor nicht gemacht haben. Sei es jetzt irgendwelche Hobbys oder sei es Interessen oder aus der Not. Irgendwas ging ja auch vielen oder geht vielen immer noch richtig scheiße. Ich will zumindest ein Gesicht, irgendwas, was man noch erkennen kann. Und den Rest macht man dann off-camera. Dein Kanal ist wie Naboo. Sehr abwechslungsreich, ich liebe es. Naboo ist übrigens echt einer der schönsten Planeten im Star Wars-Universum. Wenn ich es mir raussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich auf Naboo wohnen. Oha. Das ist geil. Imagine you get up at night and step on these. Ja. Ich glaube aber, dass die Facker nicht so wehtun wie echte Lego-Steine. Ich glaube nicht. Der hier, den merkst du nicht. Haben wir hier wieder diese Dracula-Anstiegssteine. Diese Kamera, die von oben runter guckt, die ist falsch rum. Und beim Filmen stört mich das nicht, weil da drehe ich sie einfach um 180 Grad. Aber bei Live habt ihr jetzt natürlich den Nachteil, dass das alles auf dem Kopf ist. Ich merke, ich gewöhne mich so langsam auch an diese Anleitung hier und verstehe, was die von mir wollen und fange an, es zu genießen. Gibt es schon für eine Idee für das nächste Eiche-Machen-Sachen? Also, was die nächste Live
Folge wird, kann ich euch spoilern. Hier. Ich habe es nämlich mal mir zurechtgelegt. Komm, ich zeige euch, was es ist. Das ist eigentlich ganz cool. Da hat mich Instagram hat mich da... Ich bin da wirklich schlimm, was diese Instagram-Werbung angeht, diese personalisierte, weil die schon mich ganz genau kennen. Und die catchen mich dann immer mit so einem Scheiß, ja, wie zum Beispiel das hier. Das ist eine Rolleiflex oder auch Rolleinwuchs genannt. Das ist eine Rolleiflex, das ist eine richtig coole analoge Kamera, so sieht die von hinten aus. Und die ist auch nicht aus Lego, sondern aus asiatischen Klemmbausteinen. Aber da in Normalgröße. In der Größe, die man kennt und wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher als das Nano-Kram. Und es sind, ich weiß nicht, wie viele Teile es sind. 300 irgendwas. Das könnten wir in der nächsten Live-Folge machen. Ich muss ja zugeben, ich hätte auch mal Bock, was zu zocken, aber das ist so abgedroschen, oder? Ich meine, wie viele Let's Player gibt es? Jeder zockt irgendwas. Wenn ich was mit euch zocken würde, dann schon irgendwie so einen schrägen Kram, so. Ich hätte Bock auf Kerbal Space Program oder auf irgendwelche NES-Klassiker. Guck mal. Das ist jetzt unser Gesicht. Ja, mit Dennis kommt eine Folge, definitiv. Es kommt ein 3D-Druckkram, ist in der Mache. Könnte ich euch auch spoilern, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf, sonst habe ich keinen Content mehr. Jetzt kommen hier noch 2 glatte drauf. So, ich habe jetzt, glaube ich, die untere Gesichtshälfte fertig. Und dann fügen wir die. Ja, das wird ein Face. Guck's dir an. Ist das nice? Schau. Guck mal hier, der Timer. Timer abgelaufen. Ich würde echt sagen, dass wir an der Stelle einen Cut machen und dann werde ich das off-camera für euch zu Ende bauen, in voller Pracht, leg da Musik drunter und dann wird es nice und dann war das eine erste schöne Folge hier. Gesagt, getan. Hier ist die Montage vom restlichen Zusammenbau. Und jetzt noch ein paar Beauty-Shots. So, und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht sogar live. Macht's gut, Leute.